Hier ist perfekt McDonald's, Spielothek. Wenn man will, kann man auch noch ein bisschen ins Fitnessstudio pumpen an der Tanke. Dann ganz viele Elektroladestationen. Ist jetzt kein Elektroauto, aber könnte man auch. Und hier ist, wie gesagt, der Diesel immer extrem günstig. Ist jetzt 1,47 für Liter. Dafür, dass es eine Autobahn ist, finde ich das sehr, sehr gut. Ja. Amateur. Ist ja keine Tankstellen-Review, also immer so ein bisschen. Aber eigentlich sind wir auf dem Weg zur Gravel-Weltmeisterschaft nach Leuven. Wir sind jetzt halben Weg, biegen gleich ab auf die A1, glaube ich, ist das Richtung Köln und dann rüber nach Belgien. Heute noch ein bisschen Recon und Fotos machen. Den Rest seht ihr später. So, ja, ich bin da, ich bin ready. Warte auf Fossi, aber er ist noch nicht ganz da. Also ich fahre ihm wahrscheinlich ein Stückchen entgegen. Die Sonne scheint in Belgien, das ist schon mal schön, haben wir selten, aber komme gerade aus Aachen. Davor war ich beim Charity Bike Cup und da war es kalt und nass. Also ich freue mich jetzt auf das schöne belgische Wetter und ja, eine Runde Vizen mit dem Großen. Ja, wir machen jetzt Recon von dem zweiten Teil der Strecke. Gestern habe ich die ersten 60 Kilometer gemacht. Heute von Tervuren, wie auch immer man das mal ausspricht. Wo ich gestern aufgehört habe, habe ich wieder angefangen. Wir sitzen in Leuven im Bahnhof, durch den wir durchfahren und fahren jetzt die Zielrunde ab. Dann war es das, kommt nachher Swam vorbei, macht mein Rad und GCN kommt auch noch vorbei, das Rad abfüllen und dann wieder Mittagsschlaf. Ein netter haben willst, würde ich sagen, ist okay. Voll zu weich sind. Das wäre 10 Minuten um, die ich geguckt habe. Ja, also so eine gewisse, so gewiss weich dürfen die natürlich schon sein. Also jetzt nicht. Ja, die sind jetzt nicht mehr so hart. Man kann schon noch beißen, also es ist noch nicht schwammig, aber es ist ja nicht hart. Also würdest du sie so essen? Hä? Ja. Dann sind sie gut. Die machen einen Bike-Check, zeigen das halt. Mehr weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Der Hauptkanal von GCN, also der englische. Genau, gucken sich ein paar Gravel-Räder an und unter anderem auch meins. Ja. You're going down to the river? Yeah. Have you seen it? No. Only the map, yeah. And yeah, because there are so many cyclists, I think someone will land in the river. No. Yeah, when you see, you will see what I mean. There's like really narrow path, Yeah. and like literally next to the river. So there's just a bit of grass, and then it goes down into the river. Oh God. Yeah. Right. So you will have fun. Yeah. Actually, the bike I think is fine. It's just like the gears checking and the brakes, and that's it. The rest of the thing is just like a quick run through and stuff. yeah. Yeah. So when you get you've been in the industry long enough, there's some. By the end, I bought this because I mean that's the reason why Rosa is so expensive. There's some when you have to pick it. Thank you. Yeah, you bet. Good luck. Thank you very much. Have a good drive. Yeah. Thanks. Thank you. Bye. Oh, sorry. That's fine.
Anna und Sam, ich glaube, die kennt ihr mittlerweile auch schon, die waren ja schon ein paar Mal zu sehen. Haben einfach nur noch mein Rad gecheckt. Dann guckt, ob alles funktioniert. Ich bin ja sehr vorbildlich und alles funktioniert, weil ich eigentlich fast immer mit einem Rad im guten Zustand anreise. Also jetzt hänge ich die Wäsche auf. Und dann lege ich mich hin und gucke YouTube, was ich immer so mache zum Entspannen. Ja, eins der letzten Vorbereitungen, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen, Kette wachsen. Ich nehme jetzt die hier runter. Die läuft zwar noch ziemlich gut, aber für die WM eine frisch gewachsene Kette. Was ist das Kettenlink hier? Also Sam recommended oder empfiehlt, jedes Mal immer neues Kettenschloss zu nutzen, also nicht das alte wiederverwenden. Das ist nicht zu empfehlen, sagen sie. Ich mache es manchmal, aber ja, wie gesagt, zu Hause nicht nachmachen. Ich übernehme da keine Haftung für. Genau, nehmen wir jetzt die Kette. Und machen die jetzt hier in den schönen neuen Ultrasonic Wachsgucker. Also das ist quasi mit Ultraschall. Ja, ich kann es euch auch nicht genau erklären. Irgendwas fancy Ultraschall und erhitzt auch gleichzeitig, weil das jetzt von Optimize das Kettenwachs drinne und da haue ich die jetzt rein für, da ist auch ein Timer drauf für 30 Minuten. Wenn ich jetzt, ihr seht ja, wenn ich es jetzt reinmache. Nee, ich habe was vergessen. Hier in Belgien macht man damit Fritten. Ich mache Ketten. Mal die Kette rein. Und genau. Und ihr seht auch, wie die Luftblasen hochkommen. Und das ist quasi jetzt das Ziel über diese lange Zeit. Jetzt hört ihr, jetzt kommt quasi das Ultraschall. Dass über diese lange Zeit wirklich das Wachs auch wirklich überall reinkommt. Und am Ende werden dann da keine Luftblasen mehr sein. Dann hole ich das raus und dann lasse ich es für so eine halbe Stunde liegen, die Kette, bis sie komplett hart ist. Und dann, genau, nachdem sie kalt ist, bewege ich sie quasi ein bisschen, damit das überschüssige Wachs abfällt. Dann mache ich sie wieder rauf, fahre morgen 50 Kilometer, nee, weniger sogar. Und dann läuft das. Du magst dieses Shots, ne, wenn man eigentlich denkt, das ist schon vorbei. Okay, tschüss. Stevens en Marten Truijer en Van Empel, de pechvogel dus, die rijdt op dit moment op 3 minuten 30. Koers over en uit binnen. En dit is Wiebes in de weer snel met Dirk de Wolf gebeld, die heeft hier de voorbije dagen aan het rondvoet aan de grond moest zetten, zonder veel erg. En ik denk dat niet veel verder ook Van Empel even pech had in dat stuk. Hallo, ich wollte euch mein Rad für die morgige Gravel WM mal zeigen. Waren ja auch schon 2 Magazine hier, die das auch abgefilmt haben für den Bike-Check. Also, wie immer, mein Aubert Terra in diesem wunderschönen Silber. Mit der üblichen SRAM Red Access Gruppe. Ich fahre diesmal ein Straßenschaltwerk und eine Straßenkassette, hinten 10 bis 33, vorne 50er Monokettenblatt. Meine Time Straßenpedalen fahre ich eigentlich auch immer. Dann fahre ich die neuen SIP 303 Explore SW Laufräder mit den Schwalbe Pro One 38 Straßenreifen. Wie ihr seht, sind Slicks, 38 mm auf der breiten Felge, eher Richtung 40 mm. Meine Hammerhead Karoo, auch wie immer. Mein Physik Sattel, auch alles wie immer. Eigentlich mehr oder weniger fahre ich ja grundlegend bis auf Schaltwerk, Kettenblatt,
und wie heißt das, Kassette, ja immer der gleiche Rad. Also den Rahmen kennt ihr ja schon und mögt den ja auch zum Teil. Genau. Bicycle ist auch der Partner dieses YouTube-Videos. Wer Bicycle nicht kennt, ist der führende Marktplatz für gebrauchte Gravelräder, Mountainbikes und auch Rennräder. Bicycle garantiert KäuferInnenschutz, einen abgesicherten Zahlungsprozess und natürlich auch einen erstklassigen Service wie Versand, etc. Also ein Rundumpaket, wenn ihr da eure Räder kauft oder auch verkauft. Weitere Infos zu Bicycle findet ihr unten in den Shownotes, wo es dann auch den Link gibt. Also ich nehme das Ministry Power Cup Heat, auch wenn es morgen nicht mega heiß ist, aber ich komme damit ganz gut klar. Ich mache 7 Flaschen mit Kohlenhydraten, jede Flasche hat 80 Gramm, eine Flasche mit Wasser und wir haben quasi einen Plan, wann ich welche Flasche kriege. Ich habe immer so eine kleine Reisewaage mit, um dann wirklich die 80 Gramm ziemlich genau drin zu haben. Jetzt auch nachdem ich heute das Frauenrennen gesehen habe, bin ich noch mehr davon überzeugt, dass es die richtige Reifenwahl ist, mit dem Slick zu fahren. Bedingungen sind ähnlich wie letztes Jahr bei der Europameisterschaft, wo ich es auch gefahren bin. Und ich bin es jetzt die ganze Zeit gefahren und ich habe ein gutes Gefühl damit. Ja, es ist riskant. Ja, Sturzrisiko ist da, aber ganz ehrlich, man muss halt irgendwo auch ein gewisses Risiko eingehen. Also ich will ja, also mein Ziel ist es ja nicht anzukommen, sondern halt irgendwie entscheidend im Rennen mitzuwirken, auf irgendeine Art und Weise. Und von daher läuft das alles. Ich mache die Verpflegung für beide, genau. Ich werde Roger und Paul machen. Wir haben festgelegte Punkte. Ich habe 3 Punkte ausgelassen, weil die mir zu knapp sind. Es ist doch ein bisschen mehr Verkehr als gehofft. Wir sind einfach bei Brüssel, das merkt man. Und viele Menschen wollen an diese Strecken. Deswegen lasse ich 3 aus, aber ich habe dann immer noch 8 Feeding Points. Ich glaube, es ist trotzdem für eine Person. Das ist ordentlich, ja. Ganz, ganz spannend. Und gehen wir auf diesen Stadtkurs rauf. Die kommen von hier der orangenen Linie. Und ich kann mit der blauen Linie quasi wie so ein T fahren. Und das ist für mich dann einfacher. Immer kann ich quasi von der Linie rüber hierhin, dann wieder kreuzen, hoch in die Stadt, wieder runter in den Süden, in den Westen und dann zum Ziel, wo ich hoffe, euch beide zu finden. Ich werde schon irgendwann kommen, ob direkt nach ihm oder mit Abstand, werden sich zeigen. Ja. Ja, wenn alles gut geht, man weiß ja nie bei dieser Strecke. Ja, aber ja. Gab es heute überhaupt irgendwelche Platten? Ich habe nichts im Livestream gesehen. Auch ich bin ja heute den ersten Teil nochmal gefahren, da ich am Donnerstag noch nicht dabei war, also die ersten 60. Bin dann irgendwann von den Age-Groupern aufgerollt worden. Also ich bin hinter den Frauen dann auf die Strecke rauf und da habe ich doch den einen oder anderen anhalten sehen, mal Reifen flicken oder Kette rauf machen, auch 1, 2 sind mal weggerutscht. Also ja, es wird schon was passieren. Ja, ich glaube, ich kann mich da Paul schon anschließen, was er vor 2 Tagen gesagt hat. Ist schon, also gefällt mir mehr als mein Erstvergleich zu Girona. Lange nicht so viel hoch und runter. Schon viele schöne Gravel-Abschnitte, so wie ich es eher verstehen würde. Girona war da am Limit. Sicherlich auch 2, 3 kritische Punkte, die ein bisschen heikel sind, halt, also wirklich schnell und schmal, einspurig. Mal gucken, wie sich das Feld dann quasi aufreiht und wahrscheinlich auch zum Stillstand kommt. Erst recht am Start rechne ich damit. Da starte ich, wie gesagt, weiter hinten. Also ich hoffe, die paar Straßensektoren, die wir haben, die dann doch irgendwie zu nutzen zu können, dass ich vorfahren kann. Dass die vorne vielleicht mal ein bisschen warten. Nervosität, ich weiß nicht, ob ich Stress, aber Nervositätslevel ist hoch. Bin froh, wenn das Rennen vorbei ist. Ich kann gar nicht viel mehr sagen, wir fahren jetzt zum Start und dann Radrennen. Und dann den Rest werde ich dann sehen. Und mein Bruder hat, glaube ich, gerade da oben irgendwas zum Überschwemmen gebracht. Was passiert, Liebe? Was passiert? Was?
Achso, ja, das ist Pepe. Ich bin Pepe, mein Bruder. Vielleicht sieht Hallo. man es an der Frisur. Haarausfall liegt der Familie. Bei mir war freiwillige Entscheidung natürlich. War ein Spaß. War ein Spaß. Also unser letzter Stand war, dass Paul quasi 30 Sekunden in der Gruppe 30 Sekunden hinter Mathieu van der Poel war, bei 70 Kilometern in der Verpflegung. Und da sah er echt noch gut aus. Und da sind, glaube ich, 3 vor ihm gewesen. Da war noch Jasper Stuyven und noch jemand anderes quasi dazwischen. Aber ansonsten war es eine große Gruppe. Was jetzt passiert ist, wissen wir nicht. Also für uns ist jetzt auch eine Überraschung, in den 35 Kilometern dazwischen, was passiert ist. Aber bringt mir halt nichts, weil ich einen Platten hatte, den ich nicht geflickt bekomme. An der Seite vom Reifen und da ist halt meistens schwer, das zu flicken und bin jetzt halt ewig mit Platten rumgefahren und extrem wenig Luft. Ja, das ist ziemlich bescheiden. Weil, also wie ich mich heute gefühlt habe, so hatte ich mich, glaube ich, also keine Ahnung, so souverän und gut war ich, glaube ich, noch nie. Das ist dann schon. Ja. Sorry. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, Paul ist leider raus, weil er ein mechanisches Problem hat. Leider waren wir nicht da in dem Moment. Das muss hinter der Verpflegungszone bei Kilometer 70 passiert sein, wo wir noch standen. Danach muss er ein mechanisches Problem gehabt haben, auch vor 89. Also dazwischen muss er irgendwie rausgefallen sein. Das haben wir nur per Live-Timing mitbekommen. Das ist ein bisschen schade, weil er mit Florian Vermarsch rausgefahren ist, hinter Mathieu van der Poel hinterher. Ich glaube, er hat sich auch richtig gut gefühlt. Es wirkte auch bei 70 Kilometer 70 noch wirklich sehr fit. Besonders schade, weil Mathieu jetzt wieder gestellt wurde. Das ist jetzt wieder eine große Gruppe. Ja, aber das ist halt das Risiko, wenn du quasi das alleine versuchst zu machen gegen die großen Teams, die dann einmal im Jahr dazukommen. Dann hast du einfach nicht die Infrastruktur und nicht die Möglichkeiten, alles abzudenken. Ich glaube, die 8 Verpflegungen von 11, die wir angepeilt haben, waren schon sehr optimistisch und ambitioniert. Die hätte ich auch hinbekommen. Jetzt ist natürlich der Plan ein bisschen umgeworfen. Ich mache jetzt noch Roger weiter, dann verpflege ich jetzt hier nochmal und dann sammeln wir ein Ziel ein. Weil wir es jetzt nicht rüber schaffen zu anderen Verpflegungen, aber er weiß sowieso, dass er alle 40 Kilometer was bekommt. Genau, das ist jetzt so die nächsten Steps und dann, glaube ich, gibt es dann eine Zusammenfassung nochmal von Paul, wie es dann schlussendlich jetzt weitergeht oder was der Stand der Dinge ist. Genau. Roger! 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 Geh ans Wasser! Wo muss ich hin? Links, warte kurz. Du musst links oder du bist schon da, wo du Verstehe ich. Läuft? Okay. Hallo? Normalerweise, das Video fängt immer an der Raststätte und hört immer auf an der Raststätte. Jetzt stehen wir gerade bei Meckes, aber
hinter Cardier ist quasi meine zweitliebste Tankstelle in Deutschland. Ja, so ein Heimweg und hat jetzt ein paar Stunden Zeit, das Rennen sacken zu lassen. Obwohl so richtig gesagt ist immer noch nicht. Ich bin ja eher sonst eher unemotional, aber da hat es mich dann so ein bisschen weggezogen. Ja, keine Ahnung, also ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich heute in der Lage war, ganz vorne reinzufahren, Richtung Podium. Ich bin sonst eher, was das angeht, auch zurückhaltend und rede Dinge kleiner, aber so wie ich mich heute gefühlt habe, so wie ich mich im Rennen bis zu dem Zeitpunkt bewegen konnte, auch im Verhältnis zu allen anderen, die da waren. Jetzt haben wir Mathieu, der immer noch auf einem anderen Level ist, aber zu den Rest der Leute bin ich davon überzeugt, dass ich es heute in mir hatte. Und das ist tatsächlich auch schwer zu verdauen, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich wäre in der zweiten Gruppe gewesen, hätte dann Platten, da könnte ich einfacher mit leben, aber jetzt halt dann doch vorne gewesen zu sein in der Gruppe und in der Situation, wo es auch passiert ist, war es eher auch gerade so Richtung so eine vorentscheidende Situation und ja, ist einfach beschissen gelaufen, kann immer mal passieren. Ich will da, wie gesagt, nochmal vorauswerfen, das hat nichts mit dem Slick zu tun gehabt, war jetzt einfach Pech, hab's nicht geflickt bekommen, also schon geflickt, aber nur mit sehr, sehr wenig Luftdruck konnte ich dann weiterfahren. Wie auch immer, ist wie es ist. Abhaken sagt man normalerweise, ich werde es nicht abhaken, weil diese negative Energie versuchen mitzunehmen ins nächste Wochenende, wo die Europameisterschaft stattfindet in Italien und ja, mit dieser Energie da was Sinnvolles anzustellen. Ja, wie gesagt, für manche ist es einfach nur ein Rennen, aber für mich hat so eine WM, das habe ich immer wieder gesagt, hat eine hohe Bedeutung auf und ich weiß, dass ich gerade sehr, sehr gut bin und das hätte ich heute gerne gezeigt, um vielleicht auch so ein Statement zu setzen und zu zeigen, dass auch reine Gravelfahrer mit Straßenfahrern vorne mitfahren können. Das hat leider heute nicht funktioniert. Auf ein neues. Wir sehen uns beim nächsten Video, wahrscheinlich dann aber erst in 2025 wieder, aber da hoffentlich dann zahlreicher. Ciao.